relativ aktiv gewesen. Ne? Ja, es ist jetzt knapp 7 Uhr. Wir sind um 6 Uhr aufgestanden. War eigentlich heute Nacht soweit okay. Es war jetzt nicht zu kalt. Schlafsack haben wir keine gebraucht. Die Hunde draußen haben heute Nacht ein paar Mal angeschlagen, waren relativ laut. Haben jetzt soweit alles fertig, machen uns gleich auf den Weg. Heute etwas von der Strecke, etwa so wie gestern, vielleicht etwas mehr. Es ist doch jeden Tag merklich kühler als am Vortag. Das ist auch der Höhe geschuldet. Das ist mal der Blick aus dem Fenster. Es wird noch eine Zeit dauern, bis die Sonne uns erreicht. Den Anfangsteil geht es erstmal relativ steil bergauf und dann werden wir die 2000 Meter heute überschreiten. Also wir sind jetzt seit circa einer Stunde unterwegs. Anfänglich noch ziemlich kühl mit kaltem Wind. Wird es jetzt zunehmend wärmer. Die Vegetationsform ändert sich mehr so hin zu alpinen Pflanzen. Wir nähern uns so den 2000 Meter. Unsere kleine Gruppe ist um eine Person kleiner geworden. Wir hatten noch einen Deutschen hier getroffen, mit dem wir die letzten Tage gewandert sind. Der ist mit seinem Guide in diese Richtung ins Chum Valley abgebogen. Dafür haben wir leider nicht genug Zeit. Also geht es für uns stringent weiter.
Ja. We go that way. Huh? Yes, take one for this. I think we can hit that way. Weil der Erdrutsch hier den Weg verschüttet hat, wir steigen runter zum Fluss ab und queren da. So, nach 2 Stunden jetzt die erste Pause ungefähr. Es ist ein total schöner Ort. Wir werden einen kleinen Tee trinken.
Und dann geht es noch mal eine Weile weiter bis zu unserem Lunchplace und dann von da aus nochmal so 3-4 Stunden etwa heute. Das Wetter ist super, das Terrain ist zum Teil schwierig, weil wir häufig so Erdrutsche queren müssen, von denen es hier zahlreiche gibt. Aber sonst wirklich wunderschöne Gegend. Ich zeig mal kurz. Der perfekte Ort für so ein kleines Café. Wir sind gerade in Deng und machen unsere Mittagspause. Danach geht es noch etwa 3 Stunden weiter. Wir sind jetzt ungefähr 2 Stunden von unserem Ziel entfernt. Es ist insofern relativ anstrengend, weil es halt immer wieder hoch, zwar lange Etappen und dann wieder runter geht und wieder hoch. Also rein an Höhenmetern, glaube ich, sind es heute nur 400. Insgesamt gesehen ist es sicherlich das Dreifache. Es entschädigt die grandiose Landschaft. Und jetzt aktuell ist es hier oben auch nicht mehr so heiß, sondern es weht die ganze Zeit ein kühler Wind. Das ist ganz angenehm. Das ist wirklich eine traumhafte Gegend und gar nicht zu vergleichen mit dem, was ich bis jetzt vom Himalaya in Indien oder in Pakistan gesehen habe. Ganz anders und irgendwie toll, dass man hier von 700 Meter bis auf 5000 Meter aufsteigt und damit quasi den kompletten Vegetations- und Klimazonen hier erlebt. Rückblickend betrachtet war es auch wirklich Glück, dass wir so eine Woche später als geplant gefahren sind, weil vor einer Woche war das Wetter hier noch sehr wechselhaft, hat sehr viel geregnet, gab dementsprechend viele Erdrutsche. Unser Guide hat erzählt, er saß mit mehreren Touristen mehrere Tage fest
und die mussten umkehren. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage ist super, also jeden Tag Sonne, kein Regen, könnte nicht besser sein. Wir sind jetzt nach circa 9 Stunden in Gap angekommen. Das ist unser Zielpunkt. Hinter uns ist unser Teehaus. Ich brauche jetzt erstmal eine kalte Dusche und einen heißen Tee. Das war doch schon eine anstrengende Wanderung, weil es sehr viel bergauf und wieder bergab ging. Das war nicht, dass man einmal aufgestiegen ist, dann ist immer wieder hoch. Dazwischen Erdrutsche, die man wieder queren musste, beziehungsweise dann 200 Meter aufsteigt, den Hang hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Ja, und mittags hätte ich, glaube ich, mehr essen sollen als nur so eine Nudelsuppe. Das hat mir absolut nicht gereicht. Also ab morgen gibt es nur noch Dalbat, mindestens 2-mal am Tag.